Willkommen zurück, liebe Gamer und Gamerinnen. Unmittelbar an dieser Stelle haben wir das letzte Mal Pause gemacht und ich bin äußerst gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß es zwar schon, aber ich denke, viele von euch noch nicht. Und aus diesem Grund machen wir jetzt erstmal die Tür auf und lassen uns überraschen. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot? He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Damn it. Freeze! Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? We are nomads, wanderers. I said don't move. Americans, so you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice, either. Ja, und los geht's gegen die gute Olga. Erstmal den Scheinwerfer kaputt machen. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. Ja, den Scheinwerfer hätte sie nämlich später gegen uns eingesetzt, um uns zu blenden. Und das ist echt beschissen. Aus dem Grund einfach das Teil schon mal vorher kaputt gemacht. Whoever you are, you're not stopping us. Jetzt denkt sie noch, dass ich da drüben bin. Sehr gut. Da kann ich hier gleich noch eine verpassen. Wenn es jetzt mal noch klappt hier mit der Deckung. Ah, da ging gerade daneben. Erwischt. Jetzt weiß, wo wir sind. So wechseln wir die Deckung wieder.
gehen auf die andere Seite. Wir verpassen ihr wieder eine. Und nochmal, genau. Oh, verdammt, der ging leider daneben. Munition noch eingesammelt. Jetzt kommen wir bestimmt nochmal. Ja. Ja, jetzt nutzt sie quasi die Plane als Deckung, sodass wir nicht mehr sehen können, wo sie quasi direkt steht. Und schon ist die Gefahr beseitigt. Ja, sie denkt, dass wir hier drüben sind. Gut, Granate. Jetzt geht die da drüben hin. Aber sie weiß nicht mehr, wo wir sind. Sucht uns. Ich glaube, jetzt hat sie uns gerade entdeckt, ja. Die läuft bestimmt gleich wieder hier vor. Ja. Und da konnten wir sie gleich erwischen. Ja. Nicht mehr viel. 1, 2 Treffer und das war's. Sie wird dann auch deutlich langsamer, man sieht es, durch die Betäubungsmunition. Finde ich ziemlich cool. So, noch einen Schuss und das war's. Erwischt. Cipher. Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gurlukovich. Gurlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cipher. A Marine Cipher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was E.E. E.E.? Her name is Emma, but I always call her E.E. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap to lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation.
Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. So. Gute Olga. Da liegt sie. Ich würde sagen, wir machen mal noch ein Foto von der Guten. Und man hat ihn gehört. Den Schmatzer, den der gute Snake nach dem Schnappschuss noch gemacht hat. Scheint offensichtlich sein Typ zu sein. Naja gut, nichtsdestotrotz klettern wir mal noch mit hier oben rauf. Da haben wir nämlich ein Item, was durchaus noch sehr, sehr praktisch sein wird. Da ist es. Na, jetzt. Der Schalldämpfer für die gute Sockum-Pistole. Und ganz hier oben finden wir das thermale Sichtgerät, also das Infrarotsichtgerät. Das wird uns dann später wirklich gute Dienste leisten, wenn es in dunklere Passagen geht. Können wir wenigstens Körperwärme und Lichtquellen deutlich besser erkennen. Aha. Mach keinen Scheiß, Junge. Ich spare jetzt über Munition. Und werde den mal so K.O. hauen. Komm, fall um. Auf Hop halten die ganz schön was aus. Ihr habt es gesehen, also da sind die nicht nach ein paar Schüssen irgendwie erledigt. Voll die Tür in den Kopf. Und jetzt können wir auch endlich die USP-Munition einsammeln. Mit der Waffe, die wir uns von der guten Olga geklaut haben. Und den kleinen noch den Schalldämpfer draufsetzen. So, und für alle diejenigen, die sich fragen, warum hat er jetzt die Medizin genommen? Ja, genau aus dem Grund, wie auch bei Metal Gear Solid 1. Wir waren jetzt lang im Regen draußen, wir haben uns erkältet. Snake hätte genießt, die Wachen hätten es gehört, wir wären entdeckt worden, ganz einfach. Ja, ich wollte gerade schießen. Na komm. Jetzt. Ah, was war da? Was war da? Da war nichts. Nice. Der ist jetzt super so geil. Bläh. Nein, nein, ich... Puh. Ich gehe lieber nochmal hoch. Da kommen nämlich keine Verstärkungstruppen. So. Und alles ist Wölkchen. Die beiden schlafen. Jetzt ist bloß noch der eine da drüben. Ja, der guckt gerade in diese Richtung. Er dreht sich aber auch gerne mal spontan um. Puh. Hat geklappt. So. Dann schaffen wir die mal hier aus dem Gang raus. Ich möchte nämlich noch etwas holen. Und dafür liegen die dann... Oh, Munition, nicht schlecht. Und dafür liegen die leider doch sehr im Weg.
Passen wir denen nochmal jeweils eine Ladung. Dass sie auch ja nicht aufwachen. Und dann beeilen wir uns jetzt mal. Ja, wir sind hier im Lagerraum, in einem der Lagerräume des Schiffes. Und ich wollte jetzt eigentlich gerade mir nur die schöne Box hier holen. Box Nummer 1. Und man sieht schon auf dem Radar, sobald ich diesen Raum betreten habe, kommt eine Wache. Und genau aus diesem Grund habe ich die anderen beiden aus dem Gang geräumt, weil ansonsten hätte der die sofort gesehen und Meldung gemacht. Das wollen wir natürlich nicht. So. Freeze. Schlaf gut. Und dann haben wir hier so ziemlich alles mitgenommen, was wir mitnehmen können. Da liegt zwar noch eine Ration und noch Munition in dem Speiseraum, aber das brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Freeze. Auch hier können wir etwas Munition sparen. Einmal bewusstlos gewirkt und ab in den Spind. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, die Kamera direkt auszuschalten. Sehr gut. Müssen wir aufpassen. Wegen unseren Schatten. Freeze. Ansonsten hätte der uns jetzt nämlich eiskalt erwischt. Was war das? Egal. Einfach mal wieder schön in die andere Richtung gegangen, auch nicht schlecht. Das, ja. Na, dann fährt er um. Jetzt. Geil, der andere hat es nicht gecheckt. Oh, die Sau! Der hat sich einfach eiskalt weggedreht, aber zum Glück in die andere Richtung. So. Dann gehen wir nochmal hier unten hin. Da ist nämlich auch noch einer. Ja, die Wache stinkt auch ein wenig. Wie ihr seht, umkreisen den ganz viele Fliegen. Der riecht quasi nicht gut, der Kamerade. Wenn wir uns auch zu lange bei dem aufhalten, werden dann irgendwann die Fliegen anfangen, um uns herum zu schwirren. Und auch das würde wieder Aufmerksamkeit auf andere Soldaten lenken. Also Aufmerksamkeit auf uns lenken, anderen Soldaten. So. Raven. Ja, was ist das? Ist es wirklich Vulcan Raven? Von Metal Gear Solid 1 und es ist eine lebensechte Spielfigur. Coole Sache. Geiles Easter Egg. Hammer. Ich habe noch die falsche Kamera ausgewählt.
So. Da haben wir uns schon mal einen Spind vorbereitet. Für den guten Herrn hier. Na, hörst du auf, dich zu wehren? Und für alle, die sich fragen, warum ich immer noch mal kurz loslasse beim Würgen. Es liegt ganz einfach daran, dass auf diesem hohen Schwierigkeitsgrad die Soldaten gerne mal beim Würgen nicht ohnmächtig werden, sondern, jetzt habe ich mich wieder gezögert, das Quatschen, sondern dass die lieber sich ihr Genick brechen lassen. Und das ist dann schon ganz schön blöd. Gerade wenn man so wie ich am liebsten ohne Kills spielt. So, komm mal mit. Ja, da waren ja noch ganz viele andere Spinde hier oben. Finden wir bestimmt noch ein schönes Plätzchen für dich. Hier, gleich neben deinem anderen Kameraden, ist doch schön. Und da haben wir noch ein weiteres hübsches Poster. Good. Na, Munition haben wir voll. Okay. Der da unten. Oh, der guckt nur nach links und nach rechts. Können wir eigentlich hier schön von hinten uns nähern. Jetzt warten, bis er wieder rüber guckt. Da. Ich habe echt lange gesehen, ich fasse es nicht. Nee, von hier kann ich den nicht erwischen. Da ist er. So. Situation gleich genutzt. Und Wachposten ausgeschaltet. Der da oben. Ja. Da ist auch noch eingepennt. So, das heißt es rennen. Hopp. So, da können wir uns jetzt schön von hinten wieder nähern. Erledigt. Hier unten liegen noch ein paar Granaten. Obwohl ich sie eigentlich überhaupt nicht brauche und auch nicht benutzen werde. Ich sammle sie halt trotzdem gerne mal ein. Ne? Das ist die Tür, wo der Stinkepiet vor uns stand. Auf der anderen Seite, die nicht zu öffnen war. Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol at the small room on the port side. Ja, und ihr seht, die Tür funktioniert jetzt wieder. Der Typ hat die gerade repariert. Und sobald er hier seine Runde gelaufen ist, können wir dann auch wieder schon aus dem Spind raus. Da kommt er.
Den können wir einfach ziehen lassen. Snake, wait! Don't move! I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. So this is what they were talking about. Looks like it. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Use that gun. Ja, dann werden wir das einfach auch mal machen. Da haben wir schon einen. So, ihr seht, da sind noch ganz viele Infrarotsensoren. Das heißt, es muss noch mehr Steuergeräte geben. Da ist ein ganz kleiner Spalt, wo man es erkennen kann. Ein Stückchen zurück. Da, seht ihr es. So, das war Nummer 2. Und Nummer 3 befindet sich hier oben. Auf die Zehenspitzen gestellt kann man es noch deutlich besser erkennen und treffen. Und das war's. Alle weg. Verrazano Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes' time for the scheduled briefing session with the Commandant. You are ordered to continue manning your posts until that time. So, schnell noch hier in die Ecke gerannt, bevor jetzt gleich der Typ kommt. What? Somebody there? Who's there? Don't sneak up on me like that. Nah, it was just my imagination playing tricks on me. Sehr geil. Ja, also nur, dass ihr euch nicht wundert, ich habe natürlich das Rohr mit Absicht umgeworfen. Ich wollte mal diese kleine Sequenz auslösen, die ich ganz lustig finde. Sehr cool. Ihr hört Musik. So, und da hinten, da ist auch noch einer. Da. Der schläft aber nur so halb, also der wacht immer mal auf. Das ist eben das Gefährliche. Ihr seht, das ist ein total vorbildlicher Soldat. Freeze. Oh. Würde eigentlich den Kopf treffen. Scheiße, steckt das Ding im Ärmel. Da müsste eigentlich umfallen. Na komm, schlaf ein. Ach. Na jetzt.
So. Und dann geht's weiter. Und zwar in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich verspreche euch, es geht spannend weiter. Von daher, wenn es euch gefallen hat, klickt dann auch wieder rein. Bis dann, ich freue mich schon drauf. Ciao. I stare at the stars and the sky